Kannst du mir einen Fetzen geben? Ich hab was ausgeschüttet. Was? Hast du echt einen Fetzen geschrieben? Was ist los? Bah, er hat gestern einen richtigen Fetzen gehabt. Die haben sich gerade voll gefetzt. Ma, du bist echt ein Fetzenschädel. In diesem Video von uns haben wir euch schon einmal Fetzen erklärt. Da haben wir aber nur von einer Bedeutung gesprochen. Und eigentlich kann das Wort noch viel, viel mehr meinen. Was alles? Das lernt ihr jetzt. Los geht's. Grüß euch. Wir sind Nati und Verena aus Salzburg. Bei uns dreht sich alles um das Deutsch und das Leben in Österreich. Wir begleiten euch auf eurem Weg vom ersten Kontakt mit dem Dialekt bis hin zum Moment, wo Gespräche verstehen kein Problem mehr ist. Nummer 1. Fetzen. Schlechte Schulnote. Starten wir mit Fetzen im Kontext von Schulnoten oder generell Noten zur Bewertung von akademischen Leistungen. Ein Artikel der Deutschen Allgemeinen Zeitung zum Thema Österreichisch für Anfänger hat das Wort ebenfalls aufgegriffen. Und der erste Satz im Artikel erklärt schon, warum wir dieses Video heute machen. Fetzen ist mit Sicherheit eines der am vielfältigsten einsetzbaren österreichischen Wörter. Im akademischen oder schulischen Kontext meint Fetzen die schlechteste Schulnote in Österreich. Wir sagen dazu auch Fünfer. Und ein Fünfer ist keine gute Nachricht, denn er bedeutet, dass wir in der Prüfung oder im Fach durchgefallen sind. Habt ihr schon mal einen Fetzen geschrieben? Im Schulzeugnis steht aber natürlich dann nicht Fetzen, sondern nicht genügend. Apropos Schule, wenn ihr mehr über das Schulsystem in Österreich erfahren wollt, dann schaut euch unbedingt unsere Playlist dazu an. Hier noch ein paar Beispiele. Weißt du schon deine Noten in Deutsch? Ja, ich hab's heute gekriegt, ich hab einen Fetzen. Ich habe in Englisch immer an Fetzen geschrieben. Sprachen waren nun nie meins. Kann man mit einem Fetzen im Zeugnis aufsteigen? Weiter geht's. Bedeutung 2. Einen Rausch bzw. einen Kater haben. Einen Fetzen können wir nicht nur in der Schule haben, sondern auch, wenn wir zu viel getrunken haben. Ein schwer betrunkener Mensch hat nämlich auch einen Fetzen, also einen schweren Rausch. Aber auch am nächsten Tag, wenn diese Person die Folgen des Rauschs spürt, also einen Kater hat, können wir sagen, dass er oder sie einen Fetzen hat. Und hier noch ein paar Beispiele. Was ist mit dem Peter los? Der hat es gestern übersägen und voll den Fetzen gehabt. Zum Glück habe ich nie so einen richtigen Fetzen gehabt. Ich habe so ärgstens Kopfweh heute, der volle Fetzen. Nummer 3. Fetzen. Feuchtes Tuch. Ich habe einen Fetzen, aber nicht vom Trinken. Diese Bedeutung von Fetzen haben wir euch schon einmal in diesem Video gezeigt. Fetzen ist im Kontext von Reinigung und Putzen einfach ein kleines, normalerweise feuchtes Stück Stoff, das wir eben zum Reinigen verwenden. Wir sagen normalerweise immer Putzfetzen für alle möglichen Putzlappen. Für den Lappen, den wir in der Küche haben, sagen wir meistens nur Fetzen. Warum eigentlich? Keine Ahnung, aber ich kann da ein paar Beispiele sagen. Nimmst bitte einen Fetzen mit, dann wische ich nur schnell einen Terrassentisch ab. Kannst du mir bitte schnell einen Fetzen her da? Ich hab potzt. Schnell, bring einen Fetzen. Mir ist die Vase runtergefallen, jetzt ist der ganze Boden nass. Bedeutung 4. Ein hässliches oder ein altes Kleidungsstück. Was hast denn du da für einen Fetzen an? Wenn euch das schon einmal jemand gefragt hat, dann hat das nichts mit Putzlappen, einem Rausch oder einer Schulnote zu tun, sondern mit eurem Outfit. Fetzen in diesem Kontext meint nämlich in einer sehr abwertenden Weise eure Kleidung oder ein spezielles Kleidungsstück. Wir möchten damit sagen, dass uns etwas nicht gefällt, was die andere Person anhat. Zum Beispiel könnten wir sagen, jetzt hat sie schon wieder so neue Fetzen gekauft, die nichts gleich schauen. Aber Fetzen kann auch auf eine schlechte Qualität anspielen. Hier könnten wir sagen, der Pulli ist nichts Gescheites, so ein billiger Fetzen, der hält sicher nicht lang. Und was meinen wir, wenn wir eine Person als Fetzenschädel bezeichnen? Sicher nichts Gutes. Entschuldigung Nati, ich möchte schnell was sagen. Grüß euch. Wollt ihr Ihren Dialekt noch besser verstehen? Dann schaut bei uns auf Patreon vorbei. Da findest du zu jedem neuen Video ein PDF-Transkript und eine Audiodatei, das euch beides runterladen könnt. Und ihr unterstützt dabei nur unsere Arbeit. Das würde uns voll freuen. Also, was ist jetzt ein Fetzenschädel? Nummer 5. Fetzenschädel. In einem Artikel haben wir die schönsten Salzburger Schimpfwörter gefunden. Darunter finden wir auch Fetzenschädel. Ob es ein rein Salzburger Schimpfwort ist, wagen wir zwar zu bezweifeln, aber zumindest stuft es der Duden als österreichisch ein. An alle ÖsterreicherInnen, die uns jetzt zuschauen und nicht aus Salzburg sind, verwendet ihr Fetzenschädel auch als Schimpfwort? Wenn wir jemanden als Fetzenschädel bezeichnen, dann möchten wir damit sagen, dass eine Person außer nasse Tücher nicht viel im Kopf hat.
also ein Dummkopf ist. Vor allem verwenden wir den Begriff, wenn wir das Verhalten von jemandem als dumm, idiotisch oder ignorant empfinden. Oft finden wir zusätzlich noch, dass diese Person etwas merkwürdig aussieht. Ihr merkt also, es ist keine charmante Anrede für eine Person. Hier im Artikel wird dieses Beispiel angeführt. Mit seinem Moped ist der 83 in der 50er-Zone gefahren. Dann haben sie den fetzen Schädel erwischt. Andere Beispiele sind: Wir haben sie da so deppert eingepackt. Na, so ein Fetzenschädel. Treten eher so deppert daher. Na, so ein Fetzenschädel, hä. Wenn euch jetzt noch andere Schimpfwörter interessieren, die wir in Österreich verwenden können, dann schaut euch gern unser Video dazu an. Und wenn ihr jetzt denkt, das wären schon alle Bedeutungen von Fetzen gewesen, falsch doch. Es gibt Fetzen nämlich noch als Verb. Schaut her. Bedeutung Nummer 6. Streiten. Im Intro haben wir diesen Satz gesagt. Was ist los? Sie haben sich schon wieder voll gefetzt. Sich fetzen meint heftig streiten. Diese Bedeutung gibt es aber nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland. Wenn sich zwei oder mehrere Personen also gerade fetzen, dann könnte das schon einmal lauter werden. Wir hoffen also, dass ihr euch nicht zu oft fetzt. Hier noch ein paar Beispiele, damit ihr hört, wie Fetzen verwendet werden kann. Was ist denn los? Ich habe mit Philipp gestern voll gefetzt. So schlimm haben wir noch nie gestritten. Wir haben uns eigentlich noch nie so richtig gefetzt. Zum Glück. Hört's auf euch zum Fetzen, das bringt sie nichts. So, das sind jetzt aber alle Bedeutungen mit Fetzen. Richtig? Es gibt immer noch mehr. Die lernt ihr in einem anderen Video. Da zeigen wir euch noch Adjektive dazu. Schreibt uns jetzt noch gleich zur Übung einen Satz mit Fetzen in die Kommentare. Mal sehen, ob wir die richtige Bedeutung verstehen. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Bis dahin, wie immer, nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich. Dopi so viel Spaß. Vollkoffer und Depp sind Nomen und Bezeichnungen für eine Person. Zum Beispiel könnte ich sagen, Ma, er ist so der Vollkoffer.